Noch bevor das angeblich zur Kriminalitätsbekämpfung Anfang 2024 beschlossene Vermögensregister der EU überhaupt eingeführt wurde, fordert jetzt ganz offiziell eine Ministerin der deutschen Bundesregierung gemeinsam mit internationalen Amtskollegen eine globale Reichensteuer von jährlich 2% auf Vermögen. Und schon nächsten Monat im Juni 2024 sollen auf dem G20-Treffen Beschlüsse dazu gefasst werden. Was das für dich bedeutet, ob du überhaupt davon betroffen bist und wie du dich und dein Vermögen schützen kannst, das besprechen wir in diesem Video. Wenn du vermögend bist und bisher geglaubt hast, dem Staat entkommen zu können, ohne viel proaktiv zu unternehmen, sollte dich diese Initiative der G20 und der deutschen Bundesregierung aufschrecken. Zwar redet man heute nur von Milliardären, aber das verschafft dir allenfalls ein paar Jahre mehr Zeit, um dich zu organisieren. Irgendwann werden alle Vermögenden dran glauben müssen. Du brauchst einen Plan B, wie du dich und dein Vermögen retten kannst. Dazu möchte ich dich zu unserem Plan B-Seminar im Juli 2024 nach Zürich einladen. Auswandern, zweite Staatsbürgerschaften, geografisch diversifizieren, darum geht es bei unserem Seminar. Details findest du auf unserer Webseite. Link packen wir hier in den ersten Kommentar mit rein, der gepinnt wird bei diesem Video. Und dein Ehepartner, Lebenspartner, Geschäftspartner oder sonstige Begleitperson darf übrigens ohne Aufpreis mitkommen und teilnehmen. Aber nun zurück zum Thema. Mitte April 2024 hatten wir in London unser Vermögensschutzseminar. Dieses wiederum organisierten wir anlässlich des von EU-Ministerrat und EU-Parlament im Januar 2024 beschlossenen EU-Vermögensregisters, der Bargeldobergrenze und der Schaffung einer neuen Finanzstasi, die ihren Sitz in Frankfurt haben wird, die sogenannte AMLA-Superbehörde. Angeblich wurden diese Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche beschlossen. Am 25. April 2024, nicht mal 2 Wochen nach unserem Seminar, veröffentlichte die deutsche Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Svenja Schulze gemeinsam mit ihren Kollegen aus Spanien, Brasilien und Südafrika ein Schreiben, wo sie eine 2%ige globale Vermögenssteuer fordert, angeblich im ersten Schritt nur für Milliardäre. Bereits im Juni 2024 soll ein Entwurf zu dem Vorhaben beim nächsten G20-Treffen vorgelegt werden. Beauftragt mit der technischen Ausarbeitung der dann zu präsentierenden Vorschläge ist Gabriel Zuckman, ein französischer Wirtschaftswissenschaftler und Weggefährte des umstrittenen Thomas Piketty, ebenfalls ein professioneller Reichenhasser und erfolgreicher Buchautor. Zuckman ist Leiter des von der EU finanzierten Thinktanks EU Tax Observatory in Paris. Wie Zuckman sich die Veranlagung zur Reichensteuer vorstellt, das ließ er in einem aktuellen Interview durchblicken. Er will im ersten Schritt die Daten aus dem internationalen Informationsaustausch dafür verwenden. Der sogenannte Common Reporting Standard wurde vor rund 10 Jahren von der OECD eingeführt. Angeblich auch zur Bekämpfung von Kriminalität und Geldwäsche. Alle diese Vorhaben werden offensichtlich eingeführt offiziell zur Bekämpfung der Kriminalität und der Geldwäsche. Fällt dir irgendwas auf? Jetzt, nur wenige Jahre später, zeigen die bankrotten Regierungen dieser Welt ihr wahres Gesicht und zeigen dir, warum sie wirklich so scharf auf deine Daten sind. Die Daten, die die Kunden vertrauensselig ihren Banken gegeben haben, ihren Banken geben mussten, im Rahmen des Informationsaustausches, sollen nun dazu verwendet werden, hier irgendwelche Steuern zu erheben. Kein Unternehmen könnte es sich im Rahmen der DSGVO erlauben, Daten für einen bestimmten Zweck zu sammeln und diese dann auch noch für etwas ganz anderes zu verwenden. Die Regierungen können das natürlich. Da passt es besonders gut, dass die Spezialität Zuckmans und Pikettys Big Data ist und auch viele Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der, wie ich meine, falschen Interpretation von großen Datenmengen, zum Beispiel Steuererklärungen, beruhen. Für Deutsche besonders pikant ist, dass sich Zuckman hier offensichtlich auch vom deutschen Außensteuerrecht hat inspirieren lassen, denn er fordert eine verschärfte, erweitert beschränkte Steuerpflicht.
Zieht ein Reicher ins Ausland um, dann soll er noch 10 Jahre lang im Herkunftsland für die Vermögenssteuer steuerpflichtig bleiben. Damit soll verhindert werden, dass ein Milliardär einfach sagt, okay, whatever, wenn du mich besteuern willst, ziehe ich einfach ins Ausland um. Gerade diese Regel zur erweitert beschränkten Steuerpflicht ist übrigens ein weiteres sehr gutes Beispiel dafür, wie eine sogenannte Milliardärsteuer am Ende alle trifft. Sie wurde nämlich in den 1970er Jahren eingeführt und wird auch Lex Horton genannt, weil man Milliardäre abhalten wollte, es Kaufhausmagnat Horton gleichzutun, der einfach in die Schweiz geflohen ist. Heute betrifft diese Steuer jeden kleinen Freelancer, der als digitaler Nomade durch die Welt ziehen will und das Pech hat, die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben. Nun, was machen wir mit diesen Informationen? Wie ich schon gesagt habe, am Anfang wird es nur die Milliardäre treffen. Dass in erster Linie nur Milliardäre betroffen sind, ist nicht schlecht für dich, außer du bist ein Milliardär, denn es gibt dir mehr Zeit, dich vorzubereiten, eine Strategie zu entwickeln, dein Vermögen in Sicherheit zu bringen. Wie gesagt, ich würde davon ausgehen, dass eine sogenannte Vermögenssteuer oder Reichensteuer hier für alle sogenannten Reichen irgendwann in der EU gelten wird. Was ist reich? Hier fehlt es natürlich an einer Definition. So mancher SPD-Politiker wird sicherlich sagen, du gehörst zu den Reichen, wenn du Vermögen besitzt im Wert von über 500.000 Euro. Da sind sicherlich ganz viele deutsche Immobilienbesitzer davon betroffen, deren Immobilien im Wert in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Aber wie gesagt, man weiß es nicht, man kann es nicht genau sagen. Aber all diese Vorbereitungen, die hier im Hintergrund getroffen werden, Vermögensregister und jetzt hier diese sehr plakative Einführung einer Milliardärssteuer, das lässt darauf schließen, dass es am Ende alle treffen wird, aber eben erst in ein paar Jahren. Um realistisch zu sein, braucht man natürlich auch eine gewisse Zeit, solche Systeme einzuführen, Erfahrungen damit zu sammeln. Und da ist es gar nicht schlecht, wenn man hier eine kleinere Usergruppe hat, sagen sich sicherlich die Regierungen. In der Zwischenzeit werkelt man hier fleißig im Hintergrund weiter, implementiert weitere Register, Maßnahmen und so weiter, sodass dann in einigen Jahren die vielen Steuerzahler, die hart gearbeitet haben, um sich hier vielleicht ein kleineres Vermögen aufzubauen, reif zur Ernte sind und praktisch hier wie überreife Früchte den Regierungen in die Arme fallen. Nun, dazu willst du sicherlich nicht gehören, daher hier nun meine Tipps, was du machen kannst, um dich abzusichern. Also zunächst mal, ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass eine solche Lösung weltweit implementiert wird. Glaubst du wirklich, dass die Amerikaner, dass die Konservativen, die Republikaner in den USA dem zustimmen werden? Mit Sicherheit nicht. Das heißt, die USA werden nicht mitmachen. Wird die Schweiz mitmachen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Werden andere Länder mitmachen, in denen es Milliardäre gibt, die aber eher konservativ oder wirtschaftsfreundlich eingestellt sind? Vielleicht UK, hängt von der Regierung vielleicht ab, wer da drankommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier weltweite Einigkeit geben wird. Ich meine, die Linken tun ja so, als wäre diese globale Mindeststeuer für Unternehmen schon eingeführt. Das ist vielleicht ratifiziert von einigen Ländern, was aber noch lange nicht bedeutet, dass es dann tatsächlich auch in die Gesetzgebung des Landes integriert ist. In den USA wehrt man sich mit Händen und Füßen dagegen, ja. Und die politischen Mehrheiten sind nicht so, dass man sowas einfach hier einführen kann, ohne hier auf Verluste Rücksicht zu nehmen. Da stockt momentan die globale Mindeststeuer, die sogenannte Pillar 2. Die Pillar 1 ist ja sowieso schon komplett im Bach runtergegangen. Pillar 2 stockt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die USA da am Ende mitmachen werden. Denn selbst wenn Biden an der Macht bleibt und Trump nicht an die Macht kommt, sind viele Bundesstaaten ganz klar in konservativer Hand. Und das wird sich so bis auf Weiteres auch nicht ändern. Das heißt, es wird immer Länder geben, wo eine solche Vermögenssteuer nicht eingeführt werden wird. Und du wirst jetzt in den nächsten Jahren dich hier kundig machen müssen, wo du deinen Wohnsitz hin verlegen kannst, was du dir als Plan B-Residenz sozusagen schon jetzt aufbauen kannst. Mein Tipp an dich wäre natürlich, Deutschland so schnell wie möglich zu verlassen, denn du weißt, in den ersten 10 Jahren nach dem Wegzug hängst du möglicherweise hier noch am deutschen Finanzamt dran. Du kommst davon nicht weg, du bist dort ein Gefangener.
je nachdem, was du für Einkünfte hast. Stichwort erweitert beschränkte Steuerpflicht. Je schneller du also wegziehst, desto schneller fängt die Uhr an zu ticken. Daher mein Rat, so schnell wie möglich natürlich wegzuziehen. Eigentlich egal wohin, selbst wenn du jetzt in ein Land umziehst, was jetzt gar kein Steuerparadies unbedingt ist, aber wenigstens bist du aus Deutschland weg und die Uhr beginnt zu ticken. Und wie gesagt, nach 10 Jahren bist du dann ganz aus dem System draußen. Mein nächster Tipp: Diversifiziere dein Vermögen geografisch. Investiere auch in Länder außerhalb deines Wohnsitzstaates, außerhalb der bereits bekannten, plattgetretenen Pfade. Sei innovativ, sei ein Pionier, investiere vielleicht auch dort, wo es wenige Investments seitens von Ausländern gibt. Wir haben vor kurzem hier mehrere Podcast-Interviews geführt zum Thema Kolumbien, zum Beispiel mit einem Schweizer Banker, der dort ein Reisebüro aufgemacht hat und dort Reisen hinorganisiert. Sehr interessant. Natürlich, Kolumbien zum Beispiel hat jetzt relativ hohe Steuersätze, aber ich sage mal, da gibt es Mittel und Wege, wie man hier kreative Lösungen finden kann. Ja. Aber auch hier eine große, eine erfolgreiche Wirtschaft, etwas abseits der plattgetretenen Pfade, wo es Möglichkeiten gibt, etwas zu erreichen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Sicherlich ist auch Asien zum Teil interessant. Auch dort kannst du interessante Investitionsmöglichkeiten finden. Thailand, Philippinen, Malaysia. Ich würde darauf achten, dass du dein Vermögen geografisch diversifizierst. Wenn du schon 10 Immobilien in Deutschland hast, brauchst du dann wirklich noch eine 11. Würde es nicht Sinn machen, diesen Betrag irgendwo anders hinzustecken, dass du nicht dieses gigantische Klumpenrisiko hast, dem du nun mal ausgesetzt bist, wenn du alles dort investierst, wo du lebst. Das sind so die Dinge, die ich mir an deiner Stelle durch den Kopf gehen lassen würde. Um Gottes Willen, ich würde dir nicht vorschlagen, in einer Hauruck-Aktion dein deutsches Immobilienportfolio aufzulösen. Aber wie gesagt, zu sagen, okay, ich habe hier schon diverse Immobilien, die eine oder andere will ich vielleicht sowieso verkaufen, macht es dann wirklich nochmal Sinn, mein ganzes Vermögen hier zu bündeln, oder soll ich nicht woanders investieren? Also erste Maßnahme auswandern, zweite Maßnahme Vermögen geografisch diversifizieren. Dritte Maßnahme ist sicherlich die zweite Staatsbürgerschaft. Es gibt etliche Staatsbürgerschaftsprogramme, zum Beispiel in der Karibik oder auch in Südamerika, die du durch Citizenship per Investment erwerben kannst, oder auch indem du dich irgendwo ein bisschen länger aufhältst. Stichwort zum Beispiel Argentinien. Dort kannst du dich schon in relativ kurzer Zeit erlangen. Auch das bietet dir die Möglichkeit, dich abzusichern und dein Vermögen zu sichern. Wer es kann, beschafft sich 2 oder 3 Staatsbürgerschaften. Da gibt es ganz klar einen Trend, den ich hier beobachten kann. Auch hier wiederum die Frage: Wenn du schon 10 Immobilien hast, würde es vielleicht nicht Sinn machen, anstatt eine 11. zu kaufen, in die eine oder andere Staatsbürgerschaft zu investieren oder zumindest dir dazu Gedanken zu machen. Ja? Also interessante Staatsbürgerschaften, das wäre für mich die Priorität 3. Es ist die Lösung, um der Besteuerung nach Staatsbürgerschaft zu entkommen, auch möglichem Einzug zur Reserve, wenn du nicht in Russland an die Front willst. Du siehst ja, was da gerade passiert. Ich glaube nicht, dass ich dir das noch weiter erklären muss. Nur extrem naive denken, dass das hier keine sehr signifikanten Auswirkungen haben wir die Entwicklungen, die dort in Osteuropa gerade jeden Tag in erschreckender Weise passieren. Die 4. Maßnahme, die ich dir vorschlagen wäre, sind hier in eine Infrastruktur deinerseits zu investieren im Ausland. Dazu gehören Konten, dazu zählen Depots, dazu zählen aber auch Wohnsitze zum Beispiel, ja, dass du irgendwo ein Aufenthaltsrecht hast in einem anderen Land. Das ist jetzt nicht das Gleiche wie die zweite Staatsbürgerschaft. Ja. Die zweite Staatsbürgerschaft hast du vielleicht von San Lucia. San Lucia ist erstens sehr klein und zweitens nicht sehr steuerfreundlich. Also möglicherweise möchtest du dort keinen Aufenthaltstitel haben. Aber Staatsbürgerschaft San Lucia und dann zum Beispiel hier My Second Home Visum in Malaysia, das ist doch eine interessante Option. Hier hast du dann ein Bleiberecht für 10 Jahre, kannst hier dann auch tatsächlich deine ausländischen Einkünfte steuerfrei vereinnahmen. So, die eine oder andere Maßnahme in diese Richtung ist sicherlich interessant. Und wie gesagt, zum Thema Infrastruktur gehören dann auch Konten. Willst du wirklich Konten haben bei europäischen Banken?
Ich weiß es nicht. Ich denke mal, SAG-Gesetz und solche Dinge, damit bist du vertraut. Das sollte dich ehrlich gesagt zum Nachdenken bringen. Aber selbst wenn du keine Zweifel hast an den europäischen Banken, würde es alleine schon aus Gründen der Diversifikation Sinn machen, auch Konten und Depots in anderen Ländern zu haben. Im Dollarraum zum Beispiel, vielleicht im Pfundraum oder irgendwo in Asien. Ja. Also es gibt ja verschiedene Banking-Möglichkeiten, Schweiz, Liechtenstein, UK oder auch Singapur. Wir haben ja schon über vieles hier gesprochen. Das sind alles Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen würde. Vierte Maßnahme wäre also hier Infrastruktur im Ausland aufbauen und zwar jetzt vorbereiten, sodass, falls es kracht, du dann einfach durch die Tür gehen kannst in dein neues Leben. Das wäre im Grunde genommen das Ziel. Und mein fünfter Tipp wäre jetzt, Strukturen zu schaffen, wie zum Beispiel Stiftungen, Trusts, Gesellschaften im Ausland, die du verwenden kannst, um dort Vermögen zu parken, Vermögen aufzubauen. Da gibt es natürlich viele Dinge hier steuerlich zu beachten, auch Meldepflicht in deinem Wohnsitzland und so weiter und so fort. Steuerliche Themen ist mir völlig klar, aber dass man darüber anfängt nachzudenken. So, wenn du diese Maßnahmen alle implementierst, dann flankiert noch mit so Dingen wie zum Beispiel Gold im Ausland kaufen und lagern, dann bist du vielleicht nicht 100%ig hier abgesichert vor einer solchen Vermögenssteuer. Du musst vielleicht davon ausgehen, dass es dich irgendwo trifft, aber vielleicht trifft es dich dann nur im Fuß sozusagen und nicht ins Herz. Ja. Das ist so die Analogie, die ich hier machen will. Wer jetzt schon beginnt zu diversifizieren, vor allen Dingen, wenn du irgendwann im Ausland wohnst, in einem steuerfreundlichen Land, wirst du es schon verdammt schwierig machen, den Behörden hier greifbar zu sein für eine solche Maßnahme. Wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass es immer Länder geben wird, die hier nicht mit dem Mainstream mitmachen, schon aus Prinzip nicht. Die wollen nämlich alle anderen anziehen, die dann dort aus diesen Ländern weglaufen. Ja. Das heißt also, die wollen nicht beim Mainstream mitmachen. Das sind die Länder, nach denen du suchen musst. Aber tendenziell wird es natürlich einfacher sein, zum Zeitpunkt X dein Vermögen in ein solches Land zu verlegen, wenn du es heute vielleicht in der Schweiz, Liechtenstein oder Thailand hast, als wenn du es dann von Deutschland verlagern willst. Dann kommt nämlich hier der Herr Zuckmann und sagt, nein, 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 du darfst jetzt hier noch 5 Jahre oder 10 Jahre lang Vermögensteuer in Deutschland bezahlen, weil du eben jetzt hier Deutschland gerade verlässt. Daher die wichtigen, die großen Länder am besten so schnell wie möglich verlassen, denn wir wissen ja, dass dort solche gesetzlichen Vorhaben, zum Beispiel in Frankreich, zum Beispiel in Deutschland, immer als erstes umgesetzt werden. Zu all diesen Themen sprechen natürlich auch in Zürich bei unserem Plan B Seminar. Wenn dich das Ganze interessiert, würde ich mich freuen, dich dort zu treffen und dann hier nach einer Lösung, nach einem Plan B für dich konkret hier zu suchen. Das ist natürlich auch das, was wir mit unseren Mandanten jeden Tag machen. Wenn du Lust hast, ein Beratungsgespräch zu führen, dann lade ich dich dazu herzlich ein. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, international zu diversifizieren, ihren Plan B aufzubauen, vielleicht auch dann sogar in ihren Plan A umzuwandeln, ins Ausland umzusiedeln, Steuern zu sparen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.